Ja, wir sind so. Auch mit Sebastian von Lahnstein? Er ist, wenn Sie so wollen, mein Verlobter. Wie im Märchen. Sarah, ich kann dich nicht heiraten. Warum? Ist es, weil du mich nicht mehr liebst? Natürlich liebe ich dich. Ich liebe dich über alles und ich wünsche mir nichts mehr, als den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen. Aber dann verstehe ich's nicht. Hab ich dich jetzt mit meinem Antrag überrannt? Geht dir das zu schnell? Ich habe einfach Angst, dass ich dir nicht gut tue. Das ist doch Unsinn. Schau mal, was glaubst du? Kein anderer hätte mich dazu gebracht, wieder Klavier zu spielen. Das schaffst nur du. Bei keinem anderen Mann fühle ich mich so geborgen und beschützt. Moment mal. Das ist doch nicht wegen dem, was Ansgar gesagt hat, oder? Cecile ist nach der Hochzeit gestorben und Jana auch. Genau. Lass dich doch von Ansgar nicht so fertig machen. Das ist genau das, was er will. Das weiß ich auch. Aber ich könnte es mir trotzdem nicht verzeihen, wenn dir irgendwas passiert. Olivia hier, Olivia da. Lächeln, stillhalten. Es ist echt zu anstrengend, angesagt zu sein. Alle wollten mich vor der Linse haben. Oh, Schätzchen, genieß es doch einfach, dass sich jemand für dich interessiert, hm? Wie bitte? Ich bin das Aushängeschild des Labels. Ohne mich läuft da gar nichts. Komm mal mit. Über was hast du vorhin mit Malus gesprochen? Los. Weißt du überhaupt, wer das ist? Ja, sicher, das ist so ein Fachjournalist. Wenn man Klatsch und Tratsch als Fach bezeichnet, ja. Du hast hoffentlich aufgepasst, was du dem erzählst. Ja, nur Kleinigkeiten, Sachen, die sowieso schon alle wissen. Dem geht's um Auflage. Und die bekommt er am besten, wenn er angesehenen Leuten irgendeinen Unsinn anhängt. Ich kenne solche Typen wie den, okay? Natürlich hat er versucht, mir pikante Geheimnisse zu entlocken, aber da ist er bei mir auf Granit gestoßen. Was denn? Irgendwie überkommt mich ein ungutes Gefühl beim Gedanken an die nächste Ausgabe der Glanz und Glorie. Selbst wenn da was drinsteht. Von mir hat das jedenfalls nicht. Olivia, ich kann dir nicht nochmal Rückendeckung geben. Ja, das betonst du ja auch oft genug. Bis dann. Judith? Judith! Herrgott, schrei doch nicht so, ich bin ja nicht taub. Ja, hatte ich aber gerade den Eindruck. Mann. Hat das immer noch mit deinem Gefühlschaos zu tun? Nein, hat es nicht. Ich habe nur gerade an Konstantin gedacht. Nicht an David? David, Konstantin, was weiß denn ich? Das macht mich auf jeden Fall total kirre. Kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Ja, das sagst du. Judith, pass mal auf. Also ich, ja. Ich habe immer direkt gemerkt, ob ich in jemanden verliebt bin oder nicht. Sogar bei Olli. Obwohl ich damals noch nicht mal wusste, dass ich überhaupt was für einen Mann empfinden könnte. Also ich habe die Story ein bisschen anders in Erinnerung. Nein, ich bin nicht in Olli verliebt. Ich muss mich gegen meine Gefühle wehren. Haben wir nicht gerade von dir gesprochen? Warum gibt's da nicht einfach einen Test wie bei einer Schwangerschaft? Draufpullern, fertig. Blau für David, rot für Konstantin. Tja, bei dir wäre er wahrscheinlich lila. Ach, Mann. Erst verlierst du Cecile und dann Jana. Ist doch ganz klar, dass du dir da Gedanken machst. Zusammen schaffen wir das.
Es war so dumm von mir, dir zu sagen, dass ich dich nicht heiraten kann. Das war doch nicht dumm. Das war wichtig. Sonst hätte deine Angst immer zwischen uns gestanden. Ja, aber trotzdem hätte ich mich davon nicht unterkriegen lassen dürfen. Ich meine, hallo, die tollste Frau auf der Welt will mich heiraten. Und was mache ich? Ich vermassel's. Vielleicht brauchst du einfach nur ein bisschen mehr Zeit. Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben sowieso schon viel zu lange gebraucht, bis wir überhaupt zueinander gefunden haben. Und das lasse ich mir nicht mehr von irgendwelchen dunklen Vorahnungen kaputt machen, okay? Ich danke dir. Na, da hat dir ja jemand ganz schön die Leviten gelesen, was? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach komm. Der junge Graf war nicht besonders gut auf dich zu sprechen, das war nicht zu übersehen. Also, was hast du schon wieder ausgefressen? Gar nichts. Naja, dann hast du ja auch nichts zu befürchten. Also schön. Ich habe wieder mal Mist gebaut. Diesmal komme ich da wahrscheinlich nicht alleine raus. Was ist passiert? Da war dieser blöde Reporter und ich habe ihm gegenüber angedeutet, ich wäre verlobt. Mit Sebastian von Lahnstein. Ach du meine Güte. Wir müssen diesen Artikel verhindern. Sonst bin ich als Model geliefert. Jetzt hör mir mal zu, Olivia. Selbst wenn ich das könnte, es wäre nicht gut, dir schon wieder aus der Patsche zu helfen. Du willst nicht? Ich kann nicht. Und auch andernfalls will ich es lange überlegen. Sarah, du spielst fast schon wieder wie früher. Naja, aber trotzdem danke. Nathalie? Nathalie, wir müssen reden. Psst, aber nicht jetzt. Hier, du gehst mir seit 3 Tagen aus dem Weg. Irgendwann musst du dich mit mir auseinandersetzen. Ja gut, dann lass uns rausgehen. Hey, ich muss zwar gleich los, aber ich wollte dir noch schnell erzählen, dass ich uns einen Wedding-Planer organisiert habe. Einen Weddingplaner. Ja, ich dachte, wir hören uns ganz geduldig seine Vorschläge an und machen dann doch alles anders. Ja, das ist eine super Idee, aber... Ach, egal. Nein, sag schon. Ich bin jetzt nur ein bisschen überrascht, was für Dimensionen unsere Hochzeit gerade annimmt. Gefällt dir das denn gar nicht? Ja, auf alle Fälle will ich, dass du weißt, dass ich mich auch mit einer kleineren Feier zufrieden geben würde. Schöner Gedanke. Und so romantisch. Nur wir beide allein und die Familie bleibt außen vor und zieht lange Gesichter. Gute Idee. So habe ich das nicht gemeint. Ich will nicht, dass du dich von mir unter Druck gesetzt fühlst. Das tue ich doch gar nicht. Ich will dich einfach nur heiraten. Wie? Das finden wir gemeinsam heraus. Jetzt wird erstmal was Ordentliches gefrühstückt, hä? Denn wenn man den Motor nicht am Laufen hält, kann man auch keine ordentliche Entscheidung treffen. Kannst du dich bitte hier vor mich setzen? Danke. Verstehe. Wenn das mal kein Zufall ist. Zufall. Ja, damit du besser eine Entscheidung treffen kannst. Ach, lass mich bloß in Ruhe. Sag mal, hast du die beiden herbestellt? Nein. Ehrenwort, das ist alles Schicksal. Komm, lass uns wieder gehen. Auf keinen Fall, erst wenn du eine Entscheidung getroffen hast. Was? So. Für wen wird sich denn unsere Kandidatin entscheiden? Auf der einen Seite haben wir den Grafenspross. Er wird sie auf sein Schloss einladen und dort dem adligen Stammbaum einige neue, fruchtbare Äste hinzufügen. Ach, Schluss. Ja, oder vielleicht Kandidat Nummer 2.
Der Surfer-Typ, braun gebrannt, er wird dich auf sein Surfbrett einladen und mit dir in den karibischen Sonnenuntergang surfen. Also, liebe Judith, wer soll dein Herzblatt sein? David. Judith, alles klar? Ja, bei mir schon. Sag mal, hast du heute schon was vor? Sagten Sie nicht, Sie haben was Dringendes mit mir zu besprechen? Gestern waren Sie doch noch schwer daran interessiert, mit mir zu sprechen. Hab alles erfahren, was ich brauche. Ja, das denken Sie jedenfalls. Ihre Verlobung mit Sebastian von Lahnstein ist ein Muss. Also das würde ich sogar bringen, wenn alles nur erstunken und erlogen wäre. Ja, das sollen Sie ja auch. Aber vielleicht ein bisschen später. Also mein Verlobter und ich, wir möchten die Verlobung vorerst noch geheim halten. Großartig. Eine adlige Verlobung ist eine echte Schlagzeile. Aber eine heimliche adlige Verlobung ist ein Knaller. Sie verstehen nicht ganz. Mein Verlobter möchte Sie darum bitten, mit der... Umso besser. Darf ich das zitieren? Ach, verstehen Sie doch, bei uns sind Umstände eingetreten. Sie erwarten Nachwuchs. Nein. Nein, das kann ich nicht bestätigen. Schade. Naja, man darf nicht zu viel verlangen. Soll das etwa heißen, Sie wollen die Story wirklich bringen? Das Einzige, was mich interessiert, ist Auflage. Und die lässt sich in Euro messen. Wenn Ihr Graf die Story also nicht gedruckt haben will, dann muss er in die Tasche greifen. Und zwar tief. Komisches Date, oder? Ist ja nicht so, dass ich auf Hausarbeit stehe, aber je eher wir hiermit fertig sind, desto schneller können wir zum angenehmen Teil übergehen. Der da wäre? Skaten? Du weißt mich zu motivieren. Moment. Darf ich mal? Was denn, nicht gut genug? Arno ist empfindlich, was Ränder angeht. Da muss man feucht dran. Feucht. Ja, das kannst du haben, ne? Na, warte. Das war ein Fehler. Hallo. Du siehst gerade so aus, als könntest du dir nichts Schöneres vorstellen, als mit mir die Küche zu putzen. Was? Zehn bis 15 Gäste sind zu wenig. Viel zu intim. Fast schon langweilig. Das kann doch auch ganz nett sein. Ganz nett. Ja, sicher. Aber absolut unspektakulär. Also gut, mal angenommen, der Rahmen wäre nicht ganz so klein. Dann hätten wir ganz andere Möglichkeiten. Vom Effekt, aber auch vom emotionalen Aspekt her. Ich habe da schon eine Idee. Wasser, Luft, ein Ufer, ein Feuerwerk muss her. Elemente, die aufeinander prallen. So unvereinbar wie Mann und Frau. Und hier unten ein Altar im Schlossgraben. Ich sehe es genau vor mir. Ein Altar aus Eis. Und überall weiße Schwäne als Dekoration mit goldenen Federn. Und hier, wo wir jetzt stehen, stehen die Gäste. Ich glaube, das ist nicht ganz der richtige Ort dafür. Ich finde ihn perfekt. Vertrauen Sie mir. Gerne. Es ist nur so... Mein Verlobter hat hier seine verstorbene Frau geheiratet. Oh, großer Gott, das tut mir leid. Das konnte ich ja nicht ahnen. Herr Matte, wir sind Ihnen wirklich sehr dankbar für Ihre Vorschläge, aber da wir im November heiraten, müssen wir so oder so für Feierlichkeiten im Schloss gerüstet sein. Aus der Traum. Naja, aber bitte, es ist Ihr Tag. Stimmt so. Danke sehr. Tut mir leid, wenn ich Ihnen nicht helfen konnte. Ich hätte da noch eine Sache vergessen. Wie Sie ja sicher wissen, ist mein Verlobter Justiziar der Lahnstein Holding. Die Lahnsteins wollen mit der Regenbogenpresse anders als bisher umgehen.
Für Geschichten, die erlogen sind und ihr Image schädigen, wird in Zukunft Schadensersatz verlangt. Sie wissen genauso gut wie ich, dass die das können. Mir können die nichts. Die können jedem. Ich verstehe nicht, warum sie sich so anstellen. Sie sind nicht nur intelligent und attraktiv, sondern auch zielgerichtet und ehrgeizig. Vielleicht sollten Sie den Artikel erst mal lesen, bevor Sie sich darüber aufregen. Der Graf und die Schönheit. Wenn das keine optimale PR für Sie ist. Jedes andere Model auf dem Weg nach oben würde wahrscheinlich sonst was dafür geben. Aber wenn Sie mir derart die Pistole auf die Brust setzen? Was meinst du? Eine Runde auf Skateboard? Oder schauen, was im Kino kommt? Oder kochen wir was zusammen und versauen die Küche wieder? Dann hat die Aktion wenigstens einen Sinn. Weißt du was? Ich glaube, ich würde lieber gehen. Was? Aber ich dachte, wir machen noch was zusammen. Eigentlich wollte ich nur was für mich klären und das ist mir jetzt auch gelungen. Mach's gut, David. Ich hoffe, Sie waren nicht allzu sehr enttäuscht, dass Herr Höffelder nicht abkömmlich war. Nein, natürlich nicht. Wir sind sehr zufrieden mit ihm. Sehr schön. Es war meine große Ehre, Ihnen meine Ideen zu präsentieren. Vielen Dank, Herr Maté. Und seien Sie sich sicher, dass wir uns Ihre Vorschläge durch den Kopf gehen lassen und uns dann bei Ihnen melden. Klasse, ich freue mich drauf. Frau Hoffmann, Graf Lahnstein. Vielen Dank. Wiederschauen. Danke sehr. Also der Mann geht echt in seinem Beruf auf. Ich glaube, wenn der nicht einmal in der Woche einen V rupfen darf und dann die Federn... Ist alles in Ordnung? Ja. Mir ist da nur gerade was eingefallen. Ja, ist ja auch kein Wunder, so oft wie der Kerl mit Anlauf ins Fettnäpfchen gesprungen ist. Nein, das ist es gar nicht. Natürlich holt mich das immer wieder ein und das wird es wahrscheinlich auch mein Leben lang tun. Aber das wird mich noch lange nicht davon abhalten, dich zu meiner Frau zu machen. Eigentlich wollte ich dir was zeigen. Und zwar das hier. Das ist wunderschön. Bitte. Das ist für dich. Das kannst du gerne aufmachen. Oh mein Gott. Das ist... Ein Verlobungsring. Darf ich? Wir sollten zumindest die Reihenfolge einhalten. Eigentlich wollte ich ihn dir gestern Abend schon geben, aber da ist uns ja was dazwischen gekommen. Danke. Ich liebe dich. Ich dich auch. Bis dann. Ciao. Angelo übernimmt tatsächlich das Restaurant seines Cousins. Dass diese Italiener auch so fruchtbar sein müssen. Drillinge. Und wie ist es bei dir gelaufen, Herzchen? Konntest du deinen Journalisten bezirzen oder wird der Artikel veröffentlicht? Das geht dich überhaupt nichts an. Nur Sebastian und mich. Da bin ich aber mal gespannt. Schön, dich zu sehen. Ich hab meinen Mantel vergessen, Charlie. Wovon habt ihr gesprochen? Davon? Lässt sich das noch stoppen? Naja, wenn du weißt, wie man die Druckmaschinen stoppt. Das glaube ich jetzt nicht. Hast du eine leise Vorstellung, was du dir damit eingebrockt hast? Und? Für welches Herzblatt haben Sie sich entschieden? Konstantin, Was, du bist du sicher?
Ja, so sicher, wie man sich sein kann. Mann, und ich dachte schon, das dauert Monate, wenn nicht Jahre, bis du dich entschieden hast. Das habe ich auch gedacht. Ja, und warum ziehst du an so ein Gesicht, als ob jemand gestorben wäre? Du weißt, was du willst. Komm, lass uns feiern. Feiern? Was gibt's denn da bitte zu feiern? Wochenlang bin ich dem Falschen hinterhergerannt. Erst Fabian, dann David. Ich hatte den Richtigen die ganze Zeit an meiner Seite, zum Greifen nah. Judith, wo ist denn dein Problem? Du liebst Konstantin, also zumindest glaubst du das. Und er liebt dich. Also komm, schnapp ihn dir. Ja, wenn das so einfach wäre. Ist es doch. Ach Mann, ey, ich habe ihn abblitzen lassen, habe in ihm nur einen guten Freund gesehen. Soll ich jetzt zu ihm gehen und sagen, ups, sorry, ach du, das war ein Irrtum, ich lieb dich doch, oder was? Ja, warum nicht? Weil es vielleicht schon zu spät ist. Pass mal auf, eins ist sicher. Wenn du jetzt nicht zu ihm gehst und sagst, was du für ihn empfindest, dann wirst du es nie erfahren. Ja, da hast du wohl recht. Ach Mann, aber ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Das wirst du wohl müssen. Ja, das werde ich wohl müssen. Keine Chance. Die Druckmaschinen laufen schon. Und jetzt? Gute Frage. Da wird was auf dich zukommen und sei versichert, nicht alles davon ist angenehm. Mann, ich hab das überhaupt nicht gesagt. Dieser miese Schreiberling, der hat mir alles im Mund rumgedreht. Aber widersprochen hast du auch nicht, oder? Doch, und wie? Ich kann dir jedenfalls nicht mehr helfen.